Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und der nächste Gilden-Raid ist im Gange. Ja, nachdem wir den letzten Gilden-Raid mit dem vorletzten Spieler aus unserer Gilde besiegt haben, wird es nun ein bisschen schwieriger. Wir sind hier bei der, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen vergessen irgendwie. Auf jeden Fall werden wir ihn gleich sehen können. Ja, es ist auf jeden Fall der 104. Raid, der jetzt hier vor uns steht. Und ich kann euch sagen, das ist schon ja eine ziemliche Herausforderung im Vergleich zu dem letzten Raid. Also wie ich davor schon gesagt hatte, die Spanne wird auf jeden Fall immer stärker pro Gegner. Ne? Wie gesagt, nach dem 100. Gegner war es ja erstmal ein Kinderspiel. Da haben ja unsere ersten 3 Leute gefühlt den Raid gemeistert, ne? Aber jetzt mittlerweile so irgendwie 2, 3 Raids später wird es wiederum so schwer, dass nicht mal unsere besten Spieler den Raid packen. Und damit habe ich auch schon so ein klein bisschen gespoilert, ne? Es wird auf jeden Fall ziemlich, ja, eine ziemlich haarige Angelegenheit, ne? Garstige Göre ist der Gegner, den wir hier jetzt vor uns haben. Und ich skippe einfach mal wieder ein bisschen voran, sodass wir jeden mal kurz sehen. Aber ja, ich sag mal, die spannendsten Kämpfe kommen dann nachher zum Schluss. Ne? Und es wird auf jeden Fall ziemlich unschön, sag ich mal so. Ne? Den letzten Gegner haben wir ja, wie gesagt, müsst ihr euch mal vorstellen, den letzten Gegner haben wir mit dem vorletzten besiegt. So, ne? 3 Raids davor haben wir den Raid-Gegner mit den ersten 3 aus unserer Gilde gepackt, ne? Also die ersten 3, die rankamen, ne? Und jetzt schaffen wir quasi nicht mal mehr den Gegner. Also es ist ein ziemliches Durcheinander irgendwie, wie ich finde. Und es war mir aber, wie gesagt, schon klar, dass wir nicht so weit kommen werden, weil halt die besten Gilden momentan bei Gilden Raid Nummer 109 oder 110, eins von beiden, irgendwie, ich weiß es, ich habe es immer wieder vergessen, stehen. Und deswegen, ja, habe ich da meine Chancen nicht mehr so, nicht so gut ausgemalt, ne? Aber ihr seht jetzt, die letzten Magier sind wieder dran, das heißt, ich bin hier wieder am Start, ne? Setze den Startschuss der Magier aus unserer Gilde, weil wir ja fast nur Magier hier am Schluss haben, oder eigentlich nur Magier, ne? Die letzten besten 4 aus der Gilde oder die das höchste Level haben, sind halt eben alles Magier. Und ja, der Mordae hat den letzten Gegner eliminiert, also den letzten Gilden-Raid. Jetzt haben wir hier Seth, das ist der höchste aus unserer Gilde hier. Und ihr seht bereits, ja, den schaffen wir schon nicht mehr. Also, wir hängen momentan beim Gilden-Raid Nummer 104 fest. Ja, ich finde es immer wieder lustig, ich muss es immer wieder sagen, so, ne? Gilden Raid 100 war übel schwer, 101 haben die ersten 3 aus unserer Gilde gefühlt gemacht. Und jetzt bei Gilden Raid 104 schaffen wir den schon wieder nicht mehr. Also diese Raids, diese Raids von 100 bis 150, alter Schwede, was soll das bloß werden? Also ich sehe da noch keine Zukunft, sage ich mal, für unsere Gilde. Wie gesagt, wir haben eine 950er Ritterhalle. Das ist halt nicht gut, ne, sag ich mal, für eine Top-1-Gilde auf dem Server. Aber das kommt halt, wie gesagt, durch diese Inaktivität im Vergleich zu Celtic jetzt mal. Die haben eine 1000er Ritterhalle und 477 im Durchschnittslevel. Ne, sind auch schon bei Gilden Raid Nummer 104. Und wir sind halt beim Durchschnittslevel 426. So, also eigentlich müssten die sogar easy weiterkommen bei den Gilden Raids, als wir es tun. Und ja, deswegen wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die uns mal irgendwann überholen werden. Ich weiß bloß nicht, so richtig angreifen tun die uns nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung, ob wir da irgendwie mit den Frieden haben oder so. Da sehe ich nicht durch. Ja, aber es sieht jetzt auch nicht so aus irgendwie. Weil wenn ich jetzt an deren Stelle wäre, dann würde ich die ja schon also unsere Gilde jetzt, die ganze Zeit angreifen, damit die mal irgendwann dann auf Platz 1 stehen und nicht mehr wir. Ne? Ja, deswegen kann ich da unsere Gilde nicht verstehen, dass wir da so schlampig mit den Ritterhallenpunkten umgehen. Aber es ist halt, ne,
wie schon öfter erwähnt, halt eine ziemlich alte Gilde. Wir kriegen immer wieder neue Zugänge, die hier anfangen wollen und die hier sich hochkämpfen wollen hier auf dem Server. Ne? Und da freue ich mich ja halt auch drüber, immer frischen Wind hier reinzubringen in die Bude. Allerdings zieht das halt das Durchschnittslevel ziemlich nach unten, wenn neue Leute anfangen. Und die Ritterhallenpunkte gehen halt auch ziemlich in den Keller. Ja, wenn immer wieder neue hier anfangen, aber wenn halt auch alte immer wieder aufhören, was willst du denn machen? Ne? Ihr seht, von den Einlog-Zeiten her sind hier halt ja, fast alle ziemlich aktiv, was für so eine alte Gilde dann wiederum gut ist. Ne? Aber es geht halt besser, wie man hier eben sieht. Ne? Und deswegen wäre ja auch zum Vorteil für mich, auch für meine Ziele, sag ich mal, wenn ich da jetzt egoistisch denken würde, 50 Ritterhallenpunkte sind halt auf den Edelstein auch nochmal ja, ein paar Stats mehr, sag ich mal so. Ne? Und das wäre natürlich für mich persönlich, für meine Ziele, die ich habe, dass ich hier auf Platz 1 langfristig stehe, würde das natürlich nochmal einen kleinen extra Boost geben, damit ich dann eines Tages vielleicht mich auch hier fest irgendwann in der ja, internationalen Ehrenhalle manifestieren kann. Da haben wir heute den Teufli. Ne, ansonsten ist ja immer Sir Webster, jetzt mal der Teufli, der hier antritt. Mal schauen, wie der unseren Server vertritt. Okay. Ist ein Magier gegen Magier-Battle. Da kann man jetzt nicht so viel dran machen. Wer halt zuerst krittet, der hat halt gewonnen. Ne, jetzt hat er zuerst gekrittet. Er hat leider keinen Crit rausgekriegt. Das ist eine 50-50 Chance, wer hier gewinnt. Ansonsten ziemlich interessant ist auch mal die Nachteule hier, dass die mal auf Platz 1 ist. Das hat man auch, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon mal auf Platz 1 war hier, aber auch ziemlich interessant. Alter, die Fights, die sehen halt ziemlich mächtig aus zwischen denen. Ne? Den kennen wir ja auch, in dessen Account waren wir ja auch schon mal drin. Ne? Wer da interessiert ist, kann auch gerne nochmal auf meinen Kanal vorbeischauen und sich das Video raussuchen. Der Synth ist ja der beste Goldspieler, den es so gibt. Also von den Stats her ist er halt auf Platz 1. So gesehen, ne? Und in seinem Account haben wir ja auch schon mal ein Video gemacht. Ziemlich interessante Sache auf jeden Fall. Ne? Also wir kennen hier schon ziemlich viele Leute, mit denen wir mal zu tun hatten hier. Den Strider kennen wir natürlich auch, mit dem wir noch zu tun haben, mit Ignil. Ja, da kann ich euch schon mal verraten. Da werden wir auf jeden Fall bald mal noch mit dem was zu tun haben. Der ist ja auch bald Stufe 600. Ne, ansonsten mit dem Bad News Run, der ja leider nicht mehr spielt, aber auch sehr beachtlich, dass der Kollege sich immer noch, kleinen Moment, ja, wo war ich stehen geblieben? Dass, ja, Bad News Run sich, ich weiß gar nicht, wie viele Monate der jetzt schon mittlerweile inaktiv ist, finde ich halt ziemlich beachtlich, dass er halt sich immer noch hier auf Platz 16 in der internationalen Ehrenhalle hält. Ne? Also er hat ja schon ewig nicht mehr gespielt und trotzdem ist er noch immer so weit oben mit dabei. Das lässt halt ziemlich krass verraten, was für einen Vorteil er sich in der Zeit erschaffen hat, ne? Zu den anderen Spielern, die hier überall mit am Start sind, dass er nach Monaten immer noch so weit oben ist. Na klar, wird er jetzt so langsam durchgereicht werden, aber es ist halt doch ziemlich, man muss schon ziemlich viel Respekt zollen, dass er hier immer noch sich hier so wacker hält nach der ganzen Zeit, wo er jetzt hier inaktiv ist. Ne? Und deswegen gehen da auf jeden Fall respektable Grüße raus an der Stelle. Ne? Ziemlich krass, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Ich bin auch gespannt, ob ich mal eines Tages, ja, ganz oben werde ich nicht mithalten, aber ich bin ja schon froh, wenn ich mehr oder weniger in den Top 100 weltweit mitspielen darf. Das ist natürlich schon ziemlich nice, so, ne, dass das funktioniert, ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Und ja, mal schauen, wo mich meine Reise noch hinbringen wird, ne? Ja, und hier sind wir halt ganz oben. Ne? Also so weit, so viel fehlt mir halt nicht mehr, aber es sind halt trotzdem irgendwo immer noch Dimensionen, die halt dazwischen liegen. Ne? Aber man gibt natürlich selbst sein Bestes, um da halt ganz oben mitzuspielen. Mal schauen, zum Abschluss nochmal hier ein Kampf, ja, gegen Sir Webster. Und dann war es das für heute auch gewesen. Oh, gut, Ehre verloren. So ist das halt. Wir sind halt immer noch von den Statpunkten her schlechter dran, ne? Aber wir werden auf jeden Fall mit der Zeit doch, hoffe ich mal, besser. Gut, dann soll es das auch für heute wieder soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.